Hello guys, you are watching GermanGyan. My name is Nidhi Jain and guys, today we are up with the second sketch video. Sketch video. Thank you so very much for showering lots of love on sketch 1. So this is a sketch 2. So guys, sketch 2 is all about a classroom scenario between a teacher and a very over smart student. So this is gonna be super duper interesting. All the students are giving their suggestions, talking in between, like they are lots of fun. I think so you will be able to remember your classroom scenario. So make sure to watch this video till end. Everything will be in German. Make sure that you read the subtitles and learn the new vocabulary whatever is using. And guys, if you're watching me for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I am a CEO and the founder of GermanGyan. GermanGyan do provide you online and offline training. We do provide A1 to C2 all levels training. We do provide teacher training program, exam preparation, module practice, brush up classes, like whatever you can think around German. GermanGyan is a one-stop solution. So without wasting time, let's start the part 2, the sketch part 2. And if you have missed the part 1 of sketch, then I will be putting link here. Make sure to watch it. It was amazing. Let's start the sketch 2. Hallo, guten Morgen. Heute lernen wir, wie man höflich fragt, wie geht es Ihnen? Oh, das ist einfach. Ich sage immer, what's up, du denn? Nun, was up, du denn, ist nicht ganz korrekt. Der richtige Ausdruck ist, wie geht es Ihnen? Alles klar, ich werde das im nächsten Satz benutzen. Jetzt wiederholen wir diesen Satz. Ich bin Lehrer. Kein Problem, ich bin Lehrer. Nicht Lehrer, sondern Lehrer. Lehrer bedeutet Teacher. Jetzt verabschieden wir uns mit Tschüss. Oh, ich kenne das schon. In perfektem Deutsch ist es Tschüsski-Büski. Ist das überhaupt Deutsch? Keine Ahnung, aber es klingt lustig. Nein, es ist einfach Tschüss, kein Tschüsski-Büski. Zum Schluss lernen wir Auf Wiedersehen. Kein Problem, ich sage immer Auf Wassersehen. Wassersehen? Das ist nicht richtig. Jetzt habe ich alles gesehen. Auf Wassersehen alle. Auf Wiedersehen, Markus. Markus, sag uns, wie man auf Deutsch nach Snacks fragt. Kann ich einen Kekse haben? Das heißt Keks im Singular, Markus. Und du fragst, darf ich einen Keks haben? Ich mag meine Version besser. Kekse klingt cooler. Ich will auch ein paar Kekse, aber nur von Kekskönig. Markus. Jetzt bildet Gruppen und übt, Fragen zu stellen. Ich frage, wie viele Hühnchen hast du? Hühnchen? Bist du sicher, dass du das fragen willst? Vielleicht will sie nicht, dass du ihre Hühner zählst. Oh, ich dachte, es wäre eine gute Frage. Was ist mit wie viele Schokolade magst du? Markus, es heißt, wie viel Schokolade magst du? Siehst du, ich mache Fortschritte. Bevor wir Schluss machen, macht jeder einen Satz mit wenn. Wenn ich Lehrer bin, bin ich der beste Lehrer. Das wird ein sehr flexibles Unterricht. Und wenn ich Schokolade bin, bin ich der glücklichste Mensch. Das ist alles sehr kreativ. Aber denkt daran, Schokolade ist keine Sprache. Ich werde die Schokolade sprechen beibringen. Auf Wiedersehen, Klasse. Denkt an eure Hausaufgaben. Think you can master German better than Marcus. Subscribe to GermanGyan for real lesson and avoid hilarious mistakes. Thank you so much for showering lots of love. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with GermanGyan. Take care. Cheers.